Freunde, Jungs und Mädels, seid ganz herzlich gegrüßt zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder mal um Holz, also heute keine Restoration im Sinne von Messer oder ähnliches, sondern wie gesagt Material Holz. Im Groben ist unsere Aufgabe hier heute, das Ganze eigentlich nur neu zu streichen, aber wir haben einige Schäden entdeckt und die müssen natürlich ausgebessert werden, bevor wir das Ganze dann neu lasieren. Also kommt mal ein Stück näher ran, ich zeige euch, wo das Problem liegt. Also zum einen, Jungs und Mädels, haben wir einen Ausbruch, der schon etwas älter ist, aber man sieht, hier drunter ist noch ein bisschen loses Holz. Aber viel schlimmer ist eigentlich diese Stelle hier. Denn hier ist das Holz sogar noch feucht, also hier weiß man wirklich, hier hat es ein bisschen gegammelt. Die Stelle muss also auf jeden Fall ausgebessert werden. Und zum anderen haben wir auf jeden Fall noch das Problem, dass einige dieser Rundstäbe hier von dieser Verstrebung von dem Balkongitter einfach verrottet sind und somit auch hier nur noch im luftleeren Raum so ein bisschen rumschweben. Ups, Das Ganze haben wir auf der anderen Seite hier auch nochmal. Da war es, glaube ich, einer von denen hier oder auch nicht. Der hier war es, ja, genau. Also ihr seht das Problem, Feuchtigkeit hat sich hier breit gemacht und hat das Holz allmählich aufgefressen. Und jetzt bietet es sich natürlich an, wo wir das Ganze sowieso lasieren wollen, das Ganze einmal auseinanderzubauen, die verrotteten Teile auszuwechseln, beziehungsweise hier teilweise sogar nur auszubessern, dann das Ganze natürlich ordentlich lasieren und dann wieder vollständig zusammenbauen. So der Plan. Oh. Taschen. Okay, Freunde, wollen wir mal kurz schauen. Holz, Holz, Holz. Morgen. Okay. Das hier sind alles Bretterwaren. Hier, Leute, hier sind wir richtig. Aber auch alles noch viel zu klein. Sag bloß, die haben das jetzt hier nicht. Das wäre ungünstig. Hallöchen. Danke. Dankeschön. Schönen Tag wünsche ich. Ebenso, ciao. So Freunde, das ist also das Stück, wo wir die Ausbesserung vornehmen müssen. Das heißt, bis hier werden wir den ganzen Balken auf Länge auftrennen. Und alles, was aktuell oberhalb jetzt liegt, wird natürlich dann ersetzt. Das heißt, die Verstrebung natürlich erstmal raus, damit wir dann das Ganze längs zuschneiden können. So Freunde, das ist also unser Stück, womit wir das Ganze dann ersetzen wollen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal einen Längsschnitt machen, ungefähr auf der Höhe, wo wir denken, dass da wieder gutes Holz verfügbar ist. Wenn wir das geschafft haben, wenn hier durchgängig wieder gutes Holz ist, dann kleben wir das oben rauf. Dann müssen wir natürlich noch den Rest der Maße anpassen, denn einmal in der Länge passt es nicht, aber auch in der Breite und in der Tiefe passt es genauso wenig. Das ist einfach dem geschuldet, dass das hier einfach ein sehr, sehr komisches Maß ist. Wir haben hier 6,5 mal 13,6 oder sowas. Und das hier ist ein ganz normales 78 mal 98 mal 2 Meter Stück. Und da war der erste Schnitt doch wohl ein voller Erfolg direkt. Ich habe das jetzt einmal so ein bisschen grob abgeschätzt, aber anscheinend perfekt, denn wir haben es genau da durchgeschnitten, wo das vergammelte Holz aufhört und das gute, durchgehend unversehrte Holz angefangen hat. Ich habe den Plan jetzt spontan ein bisschen geändert. Wir werden jetzt als erstes gucken, wie breit, also beziehungsweise wie hoch jetzt hier quasi das Holz noch werden muss. Denn so lässt sich das leichter noch handeln, als wenn wir das jetzt verkleben und dann erst die Maße zuschneiden. Das heißt, wir hätten hier jetzt 16 und brauchen tun wir 13,5, das heißt 2,5 cm weg von der Breite. Dann sind wir auf jeden Fall in der Dimension schon im passenden Bereich. So Freunde, wir haben jetzt in der Breite, genau wie wir es wollten, 13,5 cm. Das heißt, jetzt werde ich am Ende
hier nochmal das hier ein bisschen wegnehmen, ein bisschen säubern, damit wir das Ganze jetzt schön und sorgfältig verleimen können. Und im Anschluss daran müssen wir uns natürlich noch einmal um die Länge kümmern. Die passt natürlich noch auf jeden Fall gar nicht. Aber auch die Breite, ihr seht, das Holz hier ist um mindestens 1 cm höher als das Originale. Also da müssen wir auch noch auf jeden Fall was wegnehmen dann. Aber wie gesagt, jetzt erstmal leimen. Ganz trocken ist der Kleber noch nicht, aber was wir im gezwingten Zustand auf jeden Fall schon machen können, ist die vorgebohrten Löcher, die wir jetzt hier im unteren Teil noch haben, die einmal übertragen auf den oberen. Das heißt einfach nur einmal den Bohrer durchschieben. So Freunde, noch ein bisschen später und auch der Kleber sollte jetzt getrocknet sein. Wir dürfen jetzt den Gärungsschnitt machen. Den können wir sogar per Hand machen, da freue ich mich. Denn wir haben ja eine Leere quasi schon gegeben durch das untere Teil. Und deswegen müssen wir einfach nur gerade runtersägen. Das gleiche natürlich jetzt nochmal auf der anderen Seite. Jetzt haben wir wirklich nur noch 1 bis 2 mm Überstand und die können wir jetzt viel entspannter hobeln als den Zentimeter, der es vorher war. So Freunde, jetzt brauche ich auf jeden Fall noch die Löcher für die Verstrebung, die dann da wieder reinkommen soll. Das heißt, die Position vom ersten habe ich mir schon markiert und jetzt sind es immer 15 cm, dann kommt die nächste Verstrebung, also auf das nächste Loch für mich dann und so geht es jetzt weiter. So Freunde, für mich ist es der nächste Tag, denn ich habe mir noch mal ein bisschen Schlaf gegönnt, denn jetzt kommt der Teil, auf den ich gar keinen Bock habe und das ist Schleifen. Alles muss angeraut werden, damit wir dann die Lasur auftragen können. Also, let's go! Alles ist vorbereitet, angeschliffen haben wir alles. Wir sind jetzt bereit zu lackieren. Das heißt, es ist früh am Morgen. Wir müssen 2 bis 3 Schichten heute raufbekommen oder wollen raufbekommen. Das heißt, mit 2 bis 3 Stunden Pause zwischendurch, also Antrocknungszeit, wird das Ganze sehr, sehr knapp. Das Wetter wird hoffentlich noch ganz gut und unterstützt uns ein bisschen beim Trocknen. Aber dennoch wird hier nicht lange rumgetrödelt. Jetzt geht's los. Freunde, die Geländerteile sind wieder oben. Das heißt, jetzt folgt der letzte Schritt und eigentlich auch ein ziemlich einfacher Schritt, denn wir müssen das Ganze einfach nur wieder zusammenbauen, so wie es war.
abgeschlossen, würde ich sagen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und das Projekt im Ganzen. War das der Fall, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder im besten Fall sogar beides freuen. Für die, die es noch nicht getan haben, lasst auch liebend gerne ein Abo da, denn dann werdet ihr auch zukünftige Projekte nicht mehr verpassen. Ich für meinen Teil hatte auf jeden Fall wieder Riesenspaß bei diesem Projekt, obwohl es, das muss man natürlich zugeben, nicht das herausforderndste und das komplexeste Projekt ist, das wir hier durchgeführt haben. Aber dennoch, Holz als Werkstoff macht einfach riesen viel Spaß. Mir bleibt an der Stelle nicht mehr viel zu sagen, außer ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis hoffentlich ganz bald. Ciao.